Polar ice caps have melted, and the Earth lies beneath a watery grave. Those who survive have adapted to a new world. Müll ist eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit. Jährlich entstehen weltweit Milliarden Tonnen Abfall, von denen ein Großteil nicht fachgerecht entsorgt wird. Folien, Glas und andere Materialien belasten Tag für Tag die Umwelt. Gleichzeitig aber sind viele Abfälle wertvolle Ressourcen, die wiederverwendet oder kreativ umgestaltet werden können. Hier kommt Upcycling ins Spiel. Im Gegensatz zum Recycling, bei dem Materialien aufbereitet werden, bedeutet Upcycling, Abfallprodukte aufzuwerten und ihnen eine neue Funktion zu geben. Upcycling bietet dabei viele Vorteile. Es reduziert den Müll, spart Ressourcen und verringert die Nachfrage nach neuen Materialien. Dabei entstehen nicht nur einzigartige, oft künstlerische Objekte, sondern auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit. And the human dream is the search for a mythical place, the dry land. Doesn't exist. How can you be sure? Because I sail farther than most have dreamed. And I've never seen it. I've never seen it. I've never seen it. I've never seen it. Hi, ich bin Hülya Özkan und ich habe das Projekt Urban Trash Transformation ins Leben gerufen. Bei diesem Projekt arbeiten wir mit Abfallprodukten, um Ressourcen kreativ zu schonen. Dabei sammeln wir gefundene Objekte, alte Materialien oder Objekte aus dem Sperrmüll. Ein Highlight war das Sammeln von Plastikfolien aus Graffiti-Workshops, die in lokalen Einrichtungen zum Einsatz gekommen sind. Wir haben Teilstücke der Plastikfolien in Collagearbeiten mit eingebunden. Das Interessante in dieser Vorgehensweise war, dass man mit verschiedenen Materialien wie Textilien, Plastik, Metall und weiteren Strukturen arbeiten konnte, um da einfach nochmal ein Spannungsfeld aufzubauen. Wie können welche unterschiedlichen Materialien zusammenwirken? Wie kann man aus Abfallprodukten etwas ästhetisch Wertvolleres schaffen? Ein weiterer interessanter Punkt war für mich der Austausch mit großartigen KünstlerInnen, die in dem Projekt mitgewirkt haben. Dabei dann natürlich auch einen super tollen Support zu bekommen von den Kooperationspartnern, unter anderem der U2, dem Dortmunder U und natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Dietrich-Keuning-Haus, sodass wir auch da nochmal mit den Kids zusammen agieren konnten, um die Ideen, die wir als KünstlerInnen dann natürlich auch haben, zu schauen, wie können wir das Ganze auch schrittweise den Kids zeigen und sensibilisieren.
Oliver Mark, wohne in Dortmund und bin hier in Dortmund seit über 20 Jahren gestalterisch tätig. Habe an der FH Dortmund Design studiert und unter anderem mache ich halt klassische Grafikjobs, mache Jobs für Kultureinrichtungen grafischer Art, mache Fassadengestaltung im urbanen Raum und freie künstlerische Arbeiten in meinem Studio. Julia habe ich damals über meinen Freundeskreis kennengelernt, noch bevor ich mit ihr später dann zusammengearbeitet habe. Aber wir haben irgendwie gemerkt, wir haben natürlich dieselben Interessen, sind beide kreativ Schaffende und haben in der Vergangenheit schon ein paar Druckworkshops zusammen gemacht, waren halt seit eh und je im Kontakt und genau, für die Ausstellung hatte sie mich angefragt, weil sie mich in diesem Konzept gesehen hat, aufgrund der Kunst, die ich mache, die sehr viel mit Wegwerfgegenständen oder liegen gebliebenen Dingen aus der Gesellschaft verbunden sind. Als wir in der Planungsphase waren, haben wir alle zusammen an einem großen Tisch gesessen und überlegt, was für Konzepte können wir spinnen. Die U2 ist ja auch ein Ort, wo Familienausstellungen stattfinden und Mitmachstationen realisiert werden sollen in jeder Ausstellung. Und da kamen wir relativ schnell auf diese Müllrennbahn und waren da direkt Feuer und Flamme und hatte dann noch den Vorschlag, dass wir das mit Kindern erstmal vorbereiten und sozusagen erstmal in eine kleine Forschungsphase gehen. Und so sind wir dann ins Coininghaus gegangen und haben da mit den Kindern vom offenen Treff zusammen aus Pappe erstmal Modelle gebaut, wie so Rennbahnen überhaupt aussehen können und was sich Kinder so unter Rennbahnen vorstellen. Und diese Ideen aus diesen Workshops haben wir dokumentiert und dann auch versucht, Teile der Kindervorstellungen mit einfließen zu lassen. Mein Name ist Max Rüthers, ich komme aus Dortmund, studiere Szenografie im Master an der Fachhochschule Dortmund. Ich wurde von der U2 als Szenograf für die Urban Trash Transformation angefragt und habe diese Aufgabe auch dankend angenommen. Und ich habe zusammen mit Julia hier eine Gestaltung des Raums erarbeitet und die auch umgesetzt. Als die Anfrage kam, habe ich mich sehr gefreut, weil ich die U2 mit Schwerpunkt kultureller Bildung super cool finde. Man kann immer interaktive Sachen umsetzen, man kann auch Subkultur ins Museum bringen, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin Lio, ich mache die Ausstellungsplanung und Ausstellungskoordination auf der U2 im Dortmunder U und habe mit Julia hier die Ausstellung umgesetzt und geplant. Und für uns als U2 ist besonders spannend, mit jungen KünstlerInnen aus Dortmund zusammenzuarbeiten und auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Kindern Projekte umzusetzen und zu sehen, wie die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Müll aussehen könnte. Und natürlich auch am Ende eine Ausstellung zu gestalten, die interaktiv ist, die zum darüber nachdenken anregt, wie man mit Ressourcen und Materialien umgehen kann, die vor allem auch Spaß macht.
Hi, ich bin Anne Brauer. Ich bin multimediale Künstlerin aus Dortmund und ein großer Bereich meiner Arbeit bezieht sich auf Fotografie. Meistens eher im Ausstellungskontext und nicht monetär. Also ich arbeite eher in der Fotografie als Ausdruck von mir. Und habe jetzt hier für die Ausstellung im U eine Fotoreihe zugesteuert, die sich mit der Ästhetik von Müll beschäftigt. Ich bin Babylon Main, Beatproduzent aus Dortmund. Ich habe Sound, Atmosphären und Musikstücke für die Ausstellung produziert. Und ich habe urbane Sounds in ein interaktives, spielbares Kunstwerk umgewandelt. Interessant war für mich bei dem Projekt für die Stadt Dortmund, offiziell auch mal zusammenarbeiten zu können, Sounds benutzen zu können und umarbeiten zu können, die ich sonst nie benutze. Also Sound Recycling. Ich bin Daniel Bausch, ich bin multidisziplinärer Designer, Visual Designer und Art Director, aktuell wohnhaft in Hamburg. Im Rahmen der gestalterischen Arbeit an dem Projekt habe ich viele Methoden auch ausprobiert, die Schnittmengen hatten mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, ich habe so Materialstudien beispielsweise genommen, also Plastikfolien, Farben etc. und mit KI-Modellen entsprechend versucht, Kunstwerke nachzubauen. Und aus diesem Prozess sind unter anderem auch Animationen entstanden, die ich dann in Zusammenarbeit mit dem Sebastian Beck zu einem Video zusammengeschnitten habe, das auf der Ausstellung zu sehen war. This is a dangerous time when you will be tempted by the dark side. Don't gotta go,